Herzlich willkommen auf der Abteilung für Kinder- und Jugendheilkunde am Universitätsklinikum Tulln. Mein Name ist Cecile Dau. Ich bin die ärztliche Abteilungsleiterin. Unsere Abteilung hat 3 große Bereiche. Wir sind hier im Stützpunkt von der allgemeinen pädiatrischen Ambulanz. Die hat einmal einen Akutbereich, wo wir die Kinder mit akuten Erkrankungen rund um die Uhr betreuen, und dann einen Spezialambulanzbereich. Hinter mir sehen Sie den Bereich der allgemeinen pädiatrischen Station. Und dann haben wir noch den großen Bereich der Neonatologie. Die einzelnen Bereiche werden Ihnen dann so Mitarbeiter vom Team Ihnen vorstellen, auch verschiedene Berufsgruppen etwas zu ihren Tätigkeiten hier auf der Abteilung berichten. Die Kinderheilkunde hat ein sehr, sehr großes Spektrum. Also wir versorgen Kinder von der frühgeborenen Periode bis hin zum 18. Lebensjahr. Und von der Nephrologie über die Gastroenterologie sehr, sehr divers. Und neben diesem theoretischen Wissen muss man aber auch gute handwerkliche Skills haben, zum Beispiel um Frühgeborene mit nur 1000 Gramm versorgen zu können. Ich persönlich bin Kinderärztin geworden, weil ich sehr gerne mit den Kindern lache und es nicht missen möchte. Und ich aber vor allem die Ehrlichkeit der Kinder schätze. Also wenn sie einen nicht mögen, dann schreien sie, toben und man weiß es sofort. Und man kann sich aber auch wieder sehr schnell versöhnen mit den Kindern. Und natürlich ist unser großes Interesse auch an der Abteilung, unser Wissen weiterzugeben an junge Generationen von Ärzten, die kommen werden. Und wir freuen uns darauf, mit ihnen gemeinsam hier auch zusammenarbeiten zu können. Daneben ist, wie Sie sehen, die interdisziplinäre Arbeit sehr, sehr wichtig im Team. Ich habe deswegen mal die Schwester Gabi auch mitgebracht, unsere stellvertretende Stationsleitung, die jetzt auch ein bisschen aus ihrer Warte die Station erklären und beschreiben wird. Ich bin die Schwester Gabi, ich bin seit 1990 hier im Kinderzentrum tätig. Ich bin auch Diabetesberater und Vertretung der Stationsleitung. Ich erzähle immer gerne, wir betreuen die Kinder von ungefähr der 28. Schwangerschaftswoche bis zum 18. Geburtstag. Das ist eine große Herausforderung. Bei den Erwachsenen ist es so, man sagt, bitte legen Sie sich hin, Arm ausstrecken und wir machen eine Blutabnahme. Bei unseren Patienten geht das nicht so einfach. Die Pflege muss dem Alter und Entwicklungsstand des Kindes gerecht werden und somit individuell und altersentsprechend die Kommunikation halten. Und es ist sehr wichtig und für uns sehr schön, einen Draht zu den Kindern finden. Mein Name ist Barbara Grüber, ich bin stationsführende Oberärztin. Unsere allgemeinpädiatrische Station umfasst 16 Betten, wo wir Patienten von dem Säuglingsalter an bis zum 18. Geburtstag betreuen. Wir decken nahezu das gesamte allgemeinpädiatrische Spektrum der Erkrankungen ab, arbeiten aber auch interdisziplinär mit den Kollegen von der Kinderpsychiatrie im Haus, von den Allgemeinchirurgen und den Unfallchirurgen. Das heißt, es ist ein ganz weites Spektrum von ganz unterschiedlichen Erkrankungen. Die Patienten sind ganz unterschiedlichen Alters und das macht für den Pädiater total spannend und herausfordernd. Und es ist immer wieder schön, die Kinder dann glücklich zu sehen und ja, macht dann auch den Pädiater glücklich. Gott sei Dank haben wir auch oft Unterstützung von den roten Nasen, um den Aufenthalt der Patienten so angenehm wie möglich zu gestalten. Mein Name ist Sophie Dossenbach und ich bin Assistenzärztin an der Pädiatrie. Hauptsächlich arbeite ich in der Ambulanz. In der betreuen wir im Jahr rund 15.000 Patientinnen und Patienten vom Säuglingsalter bis hin zum vollendeten 18. Lebensjahr. In unserer Notfallambulanz betreuen wir Akutfälle rund um die Uhr. Wir haben aber auch zahlreiche Spezialambulanzen, in denen wir die Patienten weiterführend abklären und nachsorgen in den Bereichen Diabetes und Endokrinologie, Kardiologie, Nephrologie und Entwicklung. Ja, jetzt herzlich willkommen in der Kinderdiabetesambulanz. Wir betreuen derzeit etwa 80 junge Patienten mit Typ-1-Diabetes. Und um die Patienten gut durch die Kindheit und durch die oft schwierige Phase der Pubertät begleiten zu können, arbeiten wir in einem multiprofessionellen Team. Wir haben speziell für kindlichen Diabetes geschultes Pflegepersonal. Wir arbeiten gemeinsam mit den Psychologinnen, mit den Diätologinnen. Ja, wir haben heute die Sophie mit ihrer Mama da zur Kontrolle. Die Sophie hat seit etwa 4 Jahren Diabetes Typ 1 und trägt eine Insulinpumpe. Also hier hat die Sophie ihre Insulinpumpe, welche kontinuierlich über den ganzen Tag verteilt kleinste Mengen an Insulin abgibt, um den Tagesbedarf an Insulin sicherzustellen.
Auf den anderen Arm trägt sie einen Insulinsensor, welcher ebenfalls kontinuierlich den Blutzucker im Gewebe misst und an ein Lesegerät überträgt. Und dank der Technik kann sie mit ihrem Bediengerät zu den Mahlzeiten ganz genau eingeben, wie viele Kohlenhydrate sie isst und auch die Insulinmenge demnach anpassen und ohne große Mühen abgeben. Dank der Fortschritte in der Technik ist es möglich, dass auch wir im Klinikum ständig die Werte von der Sophie einsehen können und wir können jetzt auch schon im Rahmen von Telemedizin gemeinsam mit der Familie an der optimalen Einstellung arbeiten. Wir vom Team der Diätologinnen betreuen die Patienten hinsichtlich der Ernährung. Wir besprechen, was überhaupt den Blutzucker ansteigen lässt, was wie berechnet werden muss, welche Schätzhilfen es gibt und wo man auch nachschauen kann. Ja, seitens der klinischen Psychologie unterstützen wir die Familien eigentlich vom Beginn der Erstdiagnose, beim Erstaufenthalt, wo wir uns vorstellen, über die Lebensspanne. Es unterscheidet sich natürlich, ob es jetzt bei einem Kleinkind ist, wo wir mehr die Eltern unterstützen, oder so wie bei der Sophie, wo dann das Jugendlichenalter ist, wo natürlich andere Themen dann oft kommen, die Selbstständigkeit ein Thema wird, die Pubertät ein Thema wird, diese Loslösung, und da gibt es viele psychologische Themen, wo wir helfen können. Und jetzt zu die Frage an die Sophie, wie geht es dir jetzt mit deiner Erkrankung und vielleicht also, wie hat es sich entwickelt bei dir, weil es ja auch sehr spannend ist. Ja, also am Anfang habe ich schon einen kleinen Schock bekommen, dass ich jetzt Diabetes habe, aber jetzt mit der Zeit geht es mir wirklich gut und ich kann auch mit meiner Pumpe, mit meinem Sensor sehr selbstständig und eigentlich ein normales Leben wieder leben. Wir sind hier jetzt in der pädiatrischen Echokardiographie. Die Frau Oberärztin-Bachmann wird jetzt eins unserer Kinder, der schon sehr, sehr lange bei uns ist, seit 2 Monaten hier, der Joel, nochmal eine Abschlusskontrolle in der Echokardiographie machen. Hilft das ein bisschen? Ja. Sie sehen, wir geben den Kindern gerne Saccharose. Das ist sowohl schmerzlindernd als auch beruhigend. Das ist auch typisch für die Kinderheilkunde. Sie haben nicht kooperative Patienten, denen sie aktiv sagen können, was sie zu tun haben. Und als Kinderarzt muss man auch mit Kindern, die sich gegen eine Untersuchung wehren, zurechtkommen und trotzdem die Untersuchung durchführen können. Für uns ist es deswegen so wichtig, wenn wir auf der Neonatologie oder mit Kindern arbeiten, dass die Mütter und Väter immer dabei sind, um zu unterstützen, denn Mutter-Kind ist immer eine Einheit. Auch der Papa, wenn die Kinder Eltern sind. Und es geht nur gemeinsam mit den Eltern und das ist auch unsere Philosophie. Immer gemeinsam mit der Familie arbeiten, manchmal auch sogar die Geschwisterkinder mitzunehmen. Danke. Seit 2003 machen wir hier unsere Besuche und haben seitdem schon über 26.000 Patienten erreicht in über 800 Einsätzen. Genau, wir besuchen hier die Kinder- und Jugendheilkunde und die Ambulanz. Wir haben wirklich ganz tolle Mitarbeiter. Insgesamt in Österreich haben wir sogar an die 88 Clowns. Die müssen ein Ausbildungsprogramm durchlaufen, ein 2-jähriges. Und danach sind sie sozusagen Gesundheitsclowns und dürfen in den Einrichtungen Besuche machen. Wir kommen dorthin, wo wir gebraucht werden. Dann ist es so, dass ein Clown-Team immer einmal die Woche vor Ort ist. Gibt es ein Übergabegespräch mit dem Personal, wo vertrauliche Informationen unter Wahrung aller Datenschutzrichtlinien weitergegeben werden, damit wir wissen, worauf sich die Clowns einstellen können und erhalten dann ihre Besuche ab. Und wir führen auch immer Feedbackgespräche durch, damit das immer schön von beiden Seiten aus passt, unsere Besuche. Wir sind auch geschult in Safeguarding, also wir waren auch die Richtlinien zum Schutz der Kinder und der schutzbedürftigen Personen. Wir sind ein großer Verein geworden in den letzten Jahren. Wir feiern heuer 30 Jahre. Der Verein wurde 1994 gegründet von Monika Tschul und Georga Seliger. Und seitdem gibt es die Rote Nase und sind stetig gewachsen. Es gibt die Rote Nase sogar international in 11 Ländern mittlerweile. Und in Österreich allein sind wir in 6 Regionen unterwegs und haben immer ein Team von 88 Clowns. Mein Name ist Renate Strasser und ich bin die Sekretärin an der Abteilung für Kinder- und Jugendheilkunde. Ich arbeite bereits seit 27 Jahren im Klinikum und stehe als zentrale Ansprechpartnerin allen Berufsgruppen zur Verfügung. Zu meinem Hauptaufgabengebiet zählt die administrative Koordination. Dabei versuche ich stets darauf zu achten, dass alle Abläufe so gut wie möglich funktionieren, um sowohl den Ärzten als auch den Patienten den bestmöglichen Service zu bieten. Durch den ständigen Austausch mit dem Ärzteteam, mit den Pflegekräften und mit anderen Fachabteilungen des Hauses entsteht ein abwechslungsreiches und dynamisches Arbeitsumfeld.
Ja, herzlich willkommen auf unserer Neonatologie. Wir haben eine NIMQ mit 10 Betten. Wir betreuen hier Neugeborene und Frühgeborene ab der 29 plus 0. Schwangerschaftswoche. Wir betreuen insgesamt ca. 2500 bis 3000 Geburten im Jahr, weil wir noch 3 externe Geburtshilfen mitbetreuen. Das sind die Geburtshilfen der Krankenhäuser Korneuburg, Klosterneuburg und Hollabrunn. Die Frühgeborenen ab der 29. bis zur 36. Schwangerschaftswoche kommen alle im Krankenhaus Tulln auf die Welt. In den externen Geburtshilfen sind wir zur Sektio und zu den Untersuchungen im Mutter-Kind-Zimmer dort. Die häufigsten Probleme, die unsere Frühgeborenen haben, sind respiratorische Anpassungsstörungen. Sie sehen hier einen Ultraschall vom kindlichen Gehirn von einem unserer sehr kleinen Frühgeborenen. Die Anpassungsstörungen sind so die häufigste Ursache. Die Kinder brauchen meistens eine nicht-invasive Beatmung, manchmal aber auch eine Surfactant-Applikation, beziehungsweise haben die Kinder auch Probleme mit der enteralen Anpassung. Und wie Sie hier sehen, machen wir ganz viele Routineuntersuchungen, also einen Ultraschall vom Kopf, von den Nieren, von den Hüften und vom Herz, wenn es notwendig ist. Wir betreuen auch reife Neugeborene, das heißt, die krankenreifen Neugeborenen haben meistens das Problem, dass sie eine Infektion haben oder dass sie eine Hyperbilirubinemie haben oder auch, dass es zum Beispiel ein neonatales Entzugssyndrom geben kann. Diese Kinder werden hier bei uns betreut und vor dem Nachhausegehen haben wir dann noch die Möglichkeit, dass wir Mutter und Kind im Mutter-Kind-Zimmer aufnehmen, um sie für zu Hause vorzubereiten. Herzlich willkommen zum Reha-Training. Wir haben gesagt, wir machen heute Basisreanimation beim Säugling und wir werden jetzt mal beatmen und Herzmassieren einfach üben. Ihr nehmt die Maske so, wie wir es schon geübt haben beim Neugeborenen, über Mund und Nase in CE-Griff, ja, in Schnüffelposition, weil es ja noch ein Säugling ist. Und dann beatmet ihr, indem ihr den Armbeutel so weit zusammendrückt, dass sich der Brustkorb hebt und senkt. Wenn ich mir nicht sicher bin, ob da Luft hineingeht, bitte ich mein Gegenüber, leg mal deine Hände auf den Thorax und schau mal, bewegt sich da was? Bewegt sich was? Ja, da bewegt sich was, da geht Luft hinein. Ja? Das heißt, ich mache 5 initiale Beatmungen und nach den 5 initialen Beatmungen schauen wir noch einmal, geht da Luft hinein? Ja, da geht Luft hinein. Haben wir Lebenszeichen? Nein, das Kind reagiert nicht. Also wir fangen an mit 2 Beatmungen und 15 Herzmassagen. Dann fangst du gleich mal an. Genau. Druckpunkt ist unterhalb der Intermamellarlinie, so wie ihr es schön seht bei ihr und so weiter. Und jetzt seid ihr dran. Magst du gleich starten mit Beatmungen? Und vielleicht kommt gleich ein zweiter, der mit den Herzmassagen übt.